Bei den meisten Stoffen ist es so, dass wenn sie flüssig sind und man sie dann abkühlt, dass sie kälter werden und schließlich fest werden, dann ziehen sie sich dabei zusammen und sie werden dichter und kompakter und dann sinken sie in der Flüssigkeit auch auf die Erde, auf den Grund runter. Das zeigen wir euch mal an einem Beispiel, nämlich, das kennt ihr auch, Kerzenwachs. Ja, wir haben hier ein bisschen Kerzenwachs in diesem Topf flüssig gemacht. Das ist gar nicht so schlimm, da braucht man gar keine sehr hohen Temperaturen. Und dann haben wir hier aber auch noch, kennt ihr, Teelichter, also Wachs, was noch fest ist, was kühler ist als das Wachs in dem Topf. Und wenn ich dieses Wachs jetzt hier in den Topf setze, dann seht ihr, dass das nicht schwimmt, sondern dass es auf den Grund vom Topf sinkt. Und der Grund ist, wie ich gesagt habe, dass das feste Wachs eben einfach dichter zusammengerückt ist, schwerer wird und so wie ein Stein auf den Grund der Flüssigkeit sinkt. Das ist das, was eigentlich alle Stoffe in der Natur machen. Und Wasser ist nun eine Ausnahme. Bei Wasser ist es so, wenn Wasser flüssig ist und dann abgekühlt wird, dann zieht es sich nicht zusammen, sondern es dehnt sich sogar noch aus. Und vielleicht habt ihr das auch mal erlebt, wenn ihr eine Flasche, die geschlossen ist, in das Tiefkühlfach legt von eurem Kühlschrank, also macht es nicht, aber ich sag's nur, ich habe es gemacht, ich sag's euch, dass es so ist, dann dehnt sich die Flüssigkeit in der Flasche aus, weil sie ja gefriert, und die Flasche kann aber dann das nicht mehr halten und dann zerplatzt die Flasche und das ganze Tiefkühlfach ist voll mit so einem Eisschnee. Daran sieht man auch, dass Wasser anders ist als Wachs oder eben andere Stoffe. Es dehnt sich aus, wenn es kälter wird. Aber wenn es sich ausdehnt, dann ist es plötzlich leichter als die Flüssigkeit, die es vorher war. Und das führt dazu, dass es nicht untersinken kann, sondern dass die Flüssigkeit es an die Oberfläche drückt. Und das können wir uns auch angucken, denn hier haben wir mal Wasser. Und wenn wir in dieses Wasser, das hat jetzt, da hier in das Wachs gehe ich nicht mit dem Finger, aber hier kann ich mit dem Finger reingehen, das ist gar nicht heiß. Und wenn wir in dieses Wasser jetzt Eisstücken reintun, die wir vorher vorbereitet haben, genau, das macht der Bernd mal so, dann seht ihr, ja, das sinkt nicht auf die Erde, sondern das bleibt an der Oberfläche schwimmen, genauso wie ihr das von den Eisschollen kennt. Das ist übrigens was ganz Wichtiges. Das führt dazu, dass unsere Seen alle von oben zufrieren, ne? Das Wachs hier in dem Topf, das würde, wenn wir das jetzt abkühlen lassen, von unten zufrieren. Und das wäre für die Fische und die anderen Tiere und Pflanzen in den Seen eine große Katastrophe. Jetzt ist es so, dass die Seen oben zufrieren. Das Eis isoliert das darunter liegende Wasser von den kalten Temperaturen. Und deshalb bleiben unsere Seen alle, auch im tiefsten Winter, oder fast alle, ganz bis nach unten flüssig und die Fische können den Winter gut überleben.